Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update hier aus meiner kleinen, stetig wachsenden Lego-Stadt. Wir nähern uns nach dem einjährigen Geburtstag dieser Stadt. Das heißt, das Projekt wird ein Jahr alt am Donnerstag und heute werden wir erstmal noch ein bisschen weiterbauen. Ursprünglich hatte ich geplant, dass wir hier hinten heute weiterbauen, hier im Bereich der Straßenbahn. Aber da, manche haben es vielleicht schon bei Instagram gesehen oder auch beim Community-Post hier auf dem Kanal, habe ich Post bekommen, und zwar das Paket aus Portugal mit jeder Menge Steinen für den weiteren Felsenbau. Das hier ist alles aus dem Paket aus Portugal. Ich habe noch ein anderes Paket, da waren noch ein paar andere Sachen dabei, das habt ihr wahrscheinlich auf dem Foto gesehen. Und heute werde ich tatsächlich nochmal hier in dem Bereich zurückkehren und ich möchte vor allem diese Lücke jetzt endlich mal schließen, damit es hier hübscher aussieht. Und wir schauen mal, ob wir den Turm noch ein bisschen weiter nach oben bauen, einfach um hier mit dem Felsen so voranzukommen, damit wir endlich mal einen schönen Blick auf das Flussgebiet bekommen. Das würde ich auf jeden Fall heute gerne machen. Und das ist Update 111, also auch eine kleine Schnapszahl. Es kommen ein paar Sachen zusammen. 6000 Abonnenten sind fast erreicht. Ich bin gespannt, ob es zum Jubiläum passt. Ich glaube, es fehlen jetzt noch 24. Könnten wir schaffen. Schnapszahl 111 als Update-Folge und natürlich das Einjährige. Also es kommt alles zusammen. Mal schauen, wohin die Reise dieses Jahr noch führt. Aber heute bauen wir, wie gesagt, erstmal hier am Fluss weiter. Bis gleich. So, auf den ersten Blick werdet ihr erstmal gar keinen Unterschied sehen, wobei es da ein kleines bisschen zu sehen ist. Und zwar habe ich jetzt auf dem Modul erstmal angefangen, unsere Höhle hier weiter nach hinten zu bauen. Ich gehe mal nach oben und dann seht ihr, dass das Ganze ein bisschen nach hinten gewachsen ist. Es ist hinten noch offen, denn es soll ja später hier unten drunter nochmal eine kleine Erweiterung geben. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht ein weiteres Stück Höhle oder vielleicht sieht man da ein bisschen was im Untergrund der Stadt, so Keller oder Abflusskanal. Die U-Bahn ist ja auch hier gleich um die Ecke, muss man sagen. Da müssen wir einfach mal schauen, was wir bauen. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Beleuchtet habe ich jetzt hier mal mit so einem bläulichen Licht, natürlich wie immer mit meinem Partner Illuminate Your Bricks. Das ist jetzt natürlich das erste Licht, soweit ich sehe, auf diesem Modul, das eben auch dazu führt, dass ich jetzt hier ein neues Kabel angeschlossen habe. Wir werden gleich weiter oben noch was beleuchten, deshalb ist jetzt momentan hier erstmal nur ein Zweifachverteiler, aber ich werde das Ganze hier von hinten erreichen können, von unter dem Tisch, deshalb ist es kein Problem, das später mal zu erweitern. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier das blaue Licht drin haben, wird es ganz nett aussehen, wenn wir da ein bisschen reinschauen können, ein bisschen um die Ecke, und das wird ganz nett werden, wenn man dann weiter hinten noch ein bisschen was sieht. Ich werde jetzt nicht allzu groß bauen, natürlich, weil man natürlich nicht so viel von der ganzen Sache sieht, aber so ein bisschen können wir dann später hinten noch einbauen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich werde jetzt die Höhle hier erstmal abschließen, und damit wir weiter nach oben bauen können. Und so sieht die Höhle sozusagen von innen aus. Ihr seht, wie hier das Kabel rausgeht für die Beleuchtung. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, sieht das Ganze so aus. Beleuchtung ist, glaube ich, ganz nett mit diesem bläulichen Ton. Hinten kann man jetzt noch rausschauen, aber das wird sich natürlich noch bald ändern. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ich glaube dann, wenn das Licht hier grundsätzlich mal aus ist im Raum, sieht es nochmal ein ganzes Stück besser aus. Und jetzt können wir darauf aufbauend hier nach oben bauen. Ich habe jetzt die ganze Bohren-Sachen für die Kabel immer noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das in diesem Update noch mache. Ist jetzt aber auch kein Problem, um jetzt die Felswand erstmal hochzuziehen. Die Kabel können immer noch hinten liegen bleiben, bis es wirklich final gemacht wird. Aber jetzt geht es erstmal ran, hier die Felswand weiter nach oben zu bauen. Ich glaube, es wird eine ganz schöne Sache. Ich dachte mir, es wäre doch eigentlich ganz nett, hier vielleicht noch ein bisschen etwas größeren Baum noch mit einzubauen. Da habe ich jetzt hier mal angefangen, so ein bisschen den Anfang zu machen. Ist ganz gut verankert hier. Das wackelt jetzt hier noch ein bisschen, weil hier noch keine Verbindung zwischen den beiden Stücken richtig drin ist. Aber grundsätzlich wird es, glaube ich, auch hübsch aussehen später, wenn wir dann hier vorne noch einen Baum haben. Der wird ein bisschen größer. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall das Ganze hier noch ein bisschen auflockern. Wenn wir den Baum schauen, wir bauen da noch einen, da vielleicht auch noch einen. Aber ich glaube, ohne Bäume wäre es dann tatsächlich doch ein bisschen zu wenig. Felsbau geht ebenfalls voran, wie ihr sehen könnt. Höhle ist immer noch da. Und ja, ich baue es weiter nach oben, arbeite am Baum und dann schauen wir einfach mal, wohin sich die ganze Sache hier entwickelt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht im Update auf jeden Fall die Felswand hier komplett abschließen nach oben hin. Und dann hätten wir hier mal einen kompletten Blick auf die Klippen hier am Fluss, was mir persönlich sehr gut gefallen würde. Und es ist ein ganzes Stück weiter gegangen. Wie ihr sehen könnt, der Baum wächst, er wird jetzt begrünt. Dadurch, dass ich jetzt hier noch ein bisschen extra Elemente von diesen Leaf-Elementen, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, ich glaube auch Leaf-Elemente,
hier an die anderen dran mache, biegt sich das Ganze durch das Gewicht ein bisschen nach vorne und gibt dann nochmal ein bisschen andere Formen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Lässt das Ganze noch ein bisschen natürlicher wirken. Ich werde jetzt auf jeden Fall, denke ich, das da auf jeden Fall noch begrünen. Hier vielleicht nochmal ein Leaf-Element mit Grünung ranbauen. Und dann schauen wir, ob wir oben noch irgendwas draufbauen, damit es eben noch ein bisschen Form bekommt. Aber grundsätzlich sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ich stelle jetzt mal das kurz hier weg, damit wir mal kurz unter der Brücke durchschauen können. Und wir sehen, das wird doch ganz hübsch, wenn man jetzt hier so entlang schaut. Das wird auf jeden Fall eine hübsche Sache. Vor allem, wenn man bedenken muss, dass da hinten ja auch der Turm noch höher wird, auch der Berg noch ein bisschen höher. Glaube ich, dass das eine ganz schöne Sache wird hier. Und hier jetzt nochmal der ganze Blick. Also es geht wirklich gut voran hier vorne am Fluss. Kleine Zwischeninfo zu meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Und zwar wurde die Aktion, die ich euch schon in den letzten Videos erwähnt und näher gebracht habe, verlängert bis zum 15.08. Das heißt, grundsätzlich bekommt ihr, wenn ihr euch für den Newsletter kostenlos anmeldet, links oben rechts zum Finden oder unten in der Videobeschreibung zum Shop, bekommt ihr grundsätzlich für immer 5% Rabatt auf alles, was es im Shop gibt. Und mit dem Code BRICKWORLD5, blende ich gleich unten nochmal ein, bekommt ihr zusätzlich bis zum 15.08. nochmal 5% auf alle Beleuchtungskits. Das heißt, auf diese Kits, wie hier zum Beispiel das Downtown Diner, das wir ja hier vorne beleuchtet haben, oder das Pariser Restaurant, das wir hier beleuchtet haben, oder auch die aktuelle Police Station, die ich immer noch nicht aufgebaut habe, aber irgendwann, wenn ich mal hier auf die Erweiterung komme, werden wir eine Polizeistation aus der Polizeistation bauen, etwas größer und dann dieses Kit benutzen. Das heißt, wenn ihr es geschickt kombiniert, euch kostenlos zum Newsletter anmeldet und meinen Code benutzt, dann bekommt ihr 10% auf die Beleuchtungskits und das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt da drin alles, was ihr braucht, um eben das entsprechende Gebäude zu beleuchten, oder ihr könnt auch Beleuchtungskits finden für ganz andere Lego-Sets, also Technikmodelle, Star Wars-Modelle, alles mögliche. Schaut einfach mal in den Shop, Link oben rechts oder unten zu finden. Und ja, jetzt geht's gleich weiter hier mit dem Strand. Der Baum ist jetzt noch mal ein ganzes Stück gewachsen, wie ihr sehen könnt. Mir gefällt es ganz gut, dass es hier so ein bisschen runterhängt, gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Form und Volumen und sieht meiner Meinung nach auch ganz gut aus hier. Ich würde ihn jetzt gar nicht mal höher bauen, dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen mehr Blick auf die oberen Etagen. Vielleicht bauen wir ja, wie gesagt, hier noch einen Baum hin. Dann wird es da oben auch noch ein bisschen grüner. Aber auch der Fels hier auf dem Modul geht nach oben. Hier ist ja die Modulgrenze. Und wir sind jetzt auch da jetzt relativ bald auf der Höhe, die wir brauchen. Da hinten wird es noch ein bisschen interessant. Beim Baum, den habe ich jetzt hier so ein bisschen reingebaut, damit er eben am Felsen hält. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen hochbauen. Aber sonst würde ich sagen, das ist ein ganz guter Weg. Bringt auch jetzt hier in der Sicht von der Seite nochmal ganz schön was. Man muss auf jeden Fall sagen, das geht gut voran. Und ich bin gespannt, wie weit wir heute noch kommen. So, ich habe jetzt hier mal grob das Chaos hier aufgeräumt für heute. Habe mal das Licht ein bisschen hier dunkler gemacht. Da vorne ist jetzt noch meine Arbeitslampe an, damit man hier vorne überhaupt irgendwas sieht, weil wir haben ja hier noch gar keine Beleuchtung. Ich habe aber weitere von diesen Laternenelementen bestellt, die ich auch jetzt zum Beispiel da hinten genutzt habe. Die sind schon unterwegs, die kommen vielleicht morgen, übermorgen, dann würde ich mich auch mal anfangen, hier noch ein bisschen zu beleuchten. Außerdem überlege ich, dass ich den Turm auch indirekt beleuchten werde, so wie hier auch da hinten die Stadtmauer beleuchtet ist, sieht man ja da so ein bisschen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Und warum ich das Licht jetzt überhaupt ausgemacht habe, ist, weil ich euch einfach mal zeigen wollte, wie jetzt hier der Höhleneingang aussieht, wenn man da jetzt mal reinschaut. Ich finde, die Beleuchtung ist ganz nett so. Man kann jetzt natürlich hinten noch durchschauen, das wird sich dann noch ändern. Aber ich glaube, es war gar keine schlechte Idee, da ein bisschen Licht reinzubringen. Ich finde auch die Farbe ganz gut. Und ja, so wie das Ganze dann hier drüber thronen wird, wir werden dann oben das Gebäude, das wenn hier irgendwann fertig wird, beleuchten. Dann kommt auch noch Beleuchtung oben am Weg entlang. Und wir schauen mal, was wir hier noch machen. Da haben wir jetzt noch relativ viel Platz nach vorne. Da kommt dann bestimmt auch noch ein bisschen Beleuchtung hin. Und wenn dann hier alles noch beleuchtet ist, glaube ich, wird das eine ganz schöne Sache. Ich mache mal ganz kurz einen Cut, mache mal ein bisschen mehr Licht an, damit wir uns das hier besser anschauen können. Und jetzt noch mal ein bisschen mit mehr Licht hier unten durch die Brücke hindurch. Und es wird jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Der Blick meine ich natürlich. Wenn das natürlich dann hinten noch größer wird, wie gesagt, der Turm hier, der Berg wird dann auch noch ein bisschen fortgeführt, weil wir ja da hinten dann die Stadtmauer noch haben und hier nochmal ein Stadttor und natürlich die Altstadt. Dann wird auch der Blick dann noch, habe ich unter der Brücke nochmal ein deutliches Stück besser. Ich habe nicht ganz das geschafft, was ich heute vorhatte. Ich wollte eigentlich auch die Lücke noch schließen, aber es ist doch zeitlich ein bisschen knapp geworden.
Es dauert halt einfach wirklich lange, die Felsen zu bauen. Ich habe die Beleuchtung ja jetzt auch heute eingebaut, da unten mit der kleinen Höhle und den Baum hier reingebaut. Das dauert auch immer so seine Zeit, aber zumindest sieht man, wenn man jetzt von hier guckt, gar nicht, dass da hinten was fehlt. Mir gefällt es auf jeden Fall und ich würde sagen, das war doch ein ganz gelungenes Update 111. Denn wenn wir jetzt nochmal nach oben gehen, sehen wir, wie sich jetzt hier langsam alles schließt. Wir haben jetzt eigentlich eine durchgehende Strecke bis auf die kleine Lücke bis hier hinten fast. Da hinten kommt noch unsere Tropfsteinhöhle rein mit noch ein paar kleinen Features. Und ja, der Plan, dass man jetzt hier bald nicht mehr unter den Tisch schauen kann, scheint ganz gut voranzugehen. Ansonsten morgen, wie gesagt, das Einjährige aus der Brickworld. Ich werde versuchen, noch ein Video zu machen. Ich habe ein paar Ideen, mal schauen, was draus wird. Vielleicht gibt es auch eine kleine Überraschung, schauen wir mal. Ja, 6000 Abonnenten könnten noch klappen. Ich bin gespannt, wohin es geht morgen. Ich würde mich super, super freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei Instagram reinschauen oder bei TikTok, da bin ich ja auch. Der Instagram-Link ist unten. Da seht ihr auch öfters mal Blicke hinter die größten Sachen, die hier in den Videos gar nicht so zu sehen sind. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich, wie immer. Update 111 ist einfach eine schöne Zahl. Und ich bin auch zufrieden mit der Entwicklung der Brickworld hier in diesem Jahr. Mal schauen, wo wir in noch einem Jahr stehen. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, wie es dann aussehen wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es was Neues gibt hier auf dem Kanal. Viel Spaß am selber natürlich. Bleibt gesund und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.